Daniel Neubergers Kunst besteht also in Imitation und Imagination. Stichwort Trompe-l'œil. Trompe-l'œil, Augentäuschen, war in der Kunst des 17. Jahrhunderts generell groß in Mode und Neuberger wurde aus Augsburg, wo er eigentlich gelebt hat, nach Wien berufen. Er war auf dem Gebiet von Skulptur und Plastik wahrscheinlich der Künstler, der am versiertesten in der Herstellung von Trompe-l'œils gewesen ist. Deshalb beruft ihn der Kaiser zu sich an den Hof. Neuberger hat mit relativ kleinen, aber ungemein detaillierten Reliefs aus Wachs andere künstlerische Materialien imitiert. Kameen aus Edelstein zum Beispiel oder Reliefs aus Elfenbein, Metall, Holz, solche Dinge. Aber nicht nur das, Neuberger wollte noch mehr. Er hat auch versucht, das menschliche Leben schlechthin zu imitieren. Denn er habe, das erzählt sein erster Biograf, Joachim von Sandrart, noch zu Lebzeiten Neubergers im 17. Jahrhundert, er habe eine Figur des Kaisers in Wachs dargestellt, lebensgroß und mit echten Kleidern angezogen. Also man könnte sagen, ein früher Vorläufer von Madame Tussaud, aber besser noch als diese Figuren, weil diese Figur habe sich sogar lebensecht bewegen können, mittels eines Uhrwerks im Inneren der Figur. Es gibt noch zwei andere Quellen, die diesen Automaten, was das dann im Grunde genommen war, beschreiben, stand in der kaiserlichen Schatzkammer. Und die Schatzkammer in Wien war mehr oder weniger öffentlich zugänglich. Und in diesen Beschreibungen heißt es, diese Figur saß auf einem Thron und konnte aufstehen, konnte den Kopf bewegen, die Augen irgendwie bewegen und sich dann wieder niedersetzen. Und das Ganze soll so lebensecht gewirkt haben, dass so mancher Besucher drauf hereingefallen ist und geglaubt hat, das ist der echte Kaiser. Der Kanzler von Ungarn zum Beispiel soll vor Schreck auf die Knie gefallen sein und sich entschuldigt haben vor diesem vermeintlichen Kaiser, weil er sich jetzt hier unangemeldet der Hoheit genähert hat. Die andere Quelle erzählt, dass ein Poet gekommen sei und gedacht habe, das ist jetzt der echte Kaiser. Und er ist niedergefallen auf die Knie und hat sein ganzes dichterisches Oeuvre rezitiert. Und dann hat man die Leute darauf aufmerksam gemacht, hey, das ist doch nur Fake. Und dann war das Gelächter groß. Aber zurück zu unserem Kaiserautomaten in der Schatzkammer. Diese drei Quellen, die das erwähnen, die davon erzählen, widersprechen sich darin, welcher Kaiser eigentlich dargestellt war. Einmal heißt es Kaiser Ferdinand III., ein anderes Mal dessen Sohn und Nachfolger Leopold I. Also wer jetzt? Welcher jetzt? Die sahen sich eigentlich gar nicht so ähnlich, man kann sie kaum verwechseln. Der Verdacht liegt daher nahe, dass es diesen Automaten womöglich gar nicht gegeben hat. Zumal man bislang davon ausgegangen ist, dass alles restlos verloren ist. Dass nichts von dieser Figur, von diesem Automaten mehr vorhanden ist. Hat es ihn überhaupt gegeben? Ist nicht alles nur eine Legende, um die Meisterschaft Neubergers besonders hervorzuheben? Wir haben aber in der Kunstkammer zwei Wachsbüsten von den beiden in Frage kommenden Kaisern. Und unsere Annahme war jetzt, dass die eine oder die andere vielleicht ein Relikt von diesem Automaten sein könnten, dass es ihn doch gegeben hat, dass er kaputt gegangen ist im Laufe der Zeit und man den Kopf dann vielleicht zu einer Büste, zu einer ganz normalen Büste umgearbeitet hat. Und deshalb haben wir diese beiden Büsten etwas genauer unter die Lupe genommen. Beim Kopf oder bei der Büste Kaiser Ferdinands III.
kann man eigentlich nichts Besonderes feststellen. Da ist bis auf ein Stück Harnisch am Brustteil alles aus Wachs. Der Kopf, die Haare, alles aus Wachs. Und im Grunde genommen, wenn man sich diese Figur genau anschaut, sie wirkt eigentlich nicht besonders lebensecht. Man sieht auf den ersten Blick, dass das ein künstliches Material ist, dass die Figur eine Kunstfigur ist. Bei der Büste Leopolds I. ist das alles ganz anders. Der hat einige merkwürdige Besonderheiten. Das geht schon damit los, dass, was man auf den ersten Blick sieht, sein Haar Echthaar ist. Er hat ganz langes, echtes Haar, eine Perücke aus echtem menschlichen Haar. Sein Schnurrbart ist aus Echthaar. Daher wirkt diese Büste ziemlich spooky für uns heute. Aber das passt natürlich zu der Erzählung von so einem Automaten, den verschiedene Leute für echt gehalten haben. Zudem ist der Kopf hohl, ein Hohlkopf. Das eröffnet die Möglichkeit, dass da im Inneren eine Mechanik vorhanden gewesen sein könnte, die den Kopf, so wie es die Quellen beschreiben, bewegt haben. Also wir haben diesen Kopf zu den Kollegen ins Naturhistorische Museum gebracht. Die haben dort einen Computertomograph und da wurde der Kopf mittels CT untersucht und da haben wir noch zusätzlich Besonderheiten festgestellt. Nämlich, das sieht man auf den CT-Aufnahmen, dass die Augen gar nicht aus Wachs sind. Wenn man genau hinschaut, man sieht es auch am Original, aber der CT hat uns gewissermaßen den Beweis dafür gegeben, diese Augen sind aus Holz eingesetzt. Das sind in der Form abgerundete Holzkeile, die in das Wachsgesicht gesteckt und nach vorne hin bemalt worden sind, sodass das wie ein echtes Auge aussieht. Und dann sieht man außerdem auf dem CT in das Innere dieser Holzkeile hinein und man sieht, die sind angesägt. Die sind von hinten angesägt und haben in der Mitte innen eine viereckige, würfelförmige Aussägung. Und da fragt man sich natürlich, warum? Warum macht man das überhaupt? Wenn ich ein Gesicht aus Wachs darstelle, warum mache ich die Augen nicht auch aus Wachs, sondern setze sie in Holz ein? Und warum ist das Holz angesägt von hinten mit so einer Aussparung, einem Raum, einem Freiraum im Inneren? Meiner Meinung nach kann es da nur die Erklärung dafür geben, dass eben auch da eine Mechanik vorhanden gewesen ist, die in das Auge eingegriffen hat, um das Auge zu bewegen, so wie es die alten Quellen von diesem Automaten berichten. Obendrein ist nur der Vorderteil des Gesichts aus Wachs. Das sieht man auch, wenn man die Büste genau anschaut, wenn man das Haar abnimmt und auch im CT wird es ersichtlich, der Hinterkopf, der Nacken aus Holz. Warum? Das gibt dem Kopf natürlich mehr Stabilität. Wenn wir uns vorstellen, dieser Kopf steckt in einem Körper aus Wachs und konnte sich, wie es die Quellen berichten, bewegen, nach links, nach rechts drehen, so wie die Augen sich bewegen konnten, dann ist das alles viel stabiler, wenn es nicht aus dem selbst gehärteten, weichen Wachs ist, sondern wenn das ein wirklich hartes Material, wenn das aus Holz ist. Also das sind Indizien, die darauf hinweisen, dass wir wahrscheinlich jetzt doch ein Stück von diesem alten Automaten gefunden haben, dass es ihn doch tatsächlich gab und noch ein Stück vorhanden ist. Die Quellen datiert von 1677 und die erwähnt eigentlich nur noch den Thron. Das ist eine Beschreibung der Schatzkammer und da heißt es wörtlich ungefähr, da drüben in der Ecke steht der Thron, auf dem die berühmte Automatenfigur des Kaisers gesessen ist. Das heißt, 1677 war dieser Automat schon nicht mehr existent. Wahrscheinlich hat er doch nicht so gut funktioniert und ist kaputt gegangen. Und man hat
ihn weggeräumt, hat nur den Thron dagelassen und aus dem Kopf der Büste, man hat nicht den ganzen Automaten weggeschmissen, aus dem Kopf der Büste des Automaten hat man dann die Büste gemacht. Das ist eine spektakuläre neue Erkenntnis, die wir gewonnen haben und die sicherlich weiterer Erforschung bedarf. Ich nehme an, dass wir in Zukunft noch mehr darüber hinaus finden werden.